bin ich und willkommen zu Drizzlepath. Déjà-vu. Déjà-vu, Déjà-vu. Eine Art, wie ich gelesen habe, Walking Simulator. Wenn ich da recht der Annahme gehe. Beziehungsweise erstmal schwimme ich hier rum. Oh, schaut euch mal meinen Krag. Ah. Lieber nicht zu nahe kommen. Ja. Ich habe kurz die Steuerung mal beäugt und gemerkt, man kann auch, bevor ich jetzt hier rausgehe, die Geschichte ist komplett auf Englisch, wird erzählt auf Englisch. Ich muss sowieso erstmal sehen, wie ich rauskomme. Weil soweit bin ich schon. Wo sind wir denn hier? Wir kommen hier nicht raus. Also, beziehungsweise irgendwo, wo auch immer es hier rausgeht, die Figur, die man steuert, diese Figur läuft dann gleich los. Leute, ey, ich hasse das, wenn ich mich verlaufe. Dann können wir nochmal den Kraken von oben betrachten. Hallo. Scheint friedlich zu sein. Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Wir werden es dann gleich sehen. Ich habe es noch nicht gemacht. Komische Figur. Okay. Jawohl, hier geht's raus. Ja. And so, life begins again, with a renewed sense of destination. Which reality will it be today? Whose reality? There is an instinct to climb, to reach some sort of pinnacle. But is it the destination, or the journey itself, that draws us forward? Curiosity is strong, and destiny beckons. Onward it is. Ja, ich kann hier umschalten zwischen schnell, laufen und langsam. Und übrigens, die Untertitel habe ich eingestellt dann. Wegen, ihr wisst schon, Übersetzung. Oh, hinten ist ein Bogenschütze. Schaut, Sascha. Da will ich jetzt mal hin. Ein Walking Simulator durch eine etwas andere Welt. Man kann sich auch verlaufen, wie es aussieht. Pfeil. Memory is an oddly circuitous thing, often dancing in its own circles. A snake perpetually eating its own tail. We can sometimes swear we've seen something before, in another life. Echoes of another existence. So familiar, and yet we've never been here before, have we? But there is something almost tangible, something we've known before. Perhaps not in the exact same form, but enough. We shake the cobwebs clean and press forward, allowing ourselves to be surprised by whatever may lurk around the next bend. There will always be places we are not permitted to enter, doors that will not open for us, ladders we cannot climb.
Sometimes we might even glance an opportunity, gaping wide for the merest of moments. And if we fail to seize that moment while it exists, it might be gone forever. Ships pass in the night. Two molecules temporarily find themselves inhabiting the same space. So many mountains to climb, yet so little time. Also, ob ich hier schnell oder langsam laufe, ist eigentlich egal, oder? Ich mache es ja nicht live. Wenn ich es live machen würde, könnte ich euch das fragen. Na, die Leiter kam ich jetzt nicht hoch. Springen geht, glaube ich, nicht. Oh. Aber ich kann auch von selbst laufen, ja. Oder? Und hier sitzt jemand. Kann ich da reden oder laufe ich da nur vorbei? Oh. Ah, warte. Bleib hier. Ich will wissen, was hier in deiner Welt los ist. Weg ist er. Verschwunden. Ins Nichts. Ich kann auch... Nein, ich kann nicht zurück. Oh, das wäre sehr verwirrend. Verwirrend. Bis jetzt ist es verwirrend. Aber schön. Halt, langsam machen. Komme ich da überhaupt herein? Scheint so, ja. Schneller. Aber ich bin genauso schlau wie ihr, wenn ihr das zum ersten Mal seht. Life is full of ups and downs. Bottomless pits of despair can soon lead to higher and more heavenly places. One can fall a great distance, only to rise much stronger. And as one ascends and struggles to shake themselves free from their own misty blackness, they also free themselves from the hordes of tiny insects that threaten to consume the brain from the inside. Sometimes the way forward is murky, and other times brightly lit, but mainly it lies somewhere in between. It does help, however, to have some kind of path to follow. Otherwise we can find ourselves rudderless and lost. Staying on the straight and narrow can be a challenge at times, but we generally know better than to stray too far to either side, lest we drown in our own indulgence.
Also auf Abwege komme ich hier nicht wirklich. Es ist ein lineares Erlebnis, sag ich mal. Ja, man sieht's. Ja, kleine Erklärung über Dinge im Leben und Hindernisse und alles Mögliche, was ich hier so gerade mitbekommen habe, was sie hier so erzählt. Manche Leitern können wir nicht steigen, manche Dinge noch nicht erreichen und doch geht's irgendwie vorwärts und was weiß ich. Sehr philosophisch und... Oh, ich dachte, hier steht was. Nein. Okay, dann lassen wir hier durchgehen. Das ist ja das... The relationship between man and nature is brotherly at best, a wicked stepmother at worst. Spat from the womb, we seek solace in new ones. Whichever life we might currently be living, we need somewhere to call home. A part of us envies the creatures of the wild, nestled so warmly inside the forest's belly. If only we could dream our days away and return to the safety we once enjoyed inside our mother's tender confines. Was war denn das hier oben? Ich höre noch was. Da. Eine Art Drohne. Wieder jemand, der ausreißt. So many doors shut right on our noses. So many shadowy faces whose acquaintances we shall never make. Like seed cast forth into a lover's body, the chances of a successful meeting are scant to say the least. How could the world, once so welcoming, suddenly be so ungracious? Perhaps we've done something to offend? We might never know. Lacking acceptance, we settle instead for bliss and push ever forward toward our destination. Ja, nochmal so ein Tor, wie auf dem Titelbild zu sehen war. Ja, zumindest die Leute reisen hier alle aus und wir haben 2 Drohnen entdeckt. Sometimes one's destination becomes clear. Nature sometimes shows us the way. Hidden behind every rock is some secret, calling out to be uncovered. It is up to us whether we choose to lift those rocks and gaze upon whatever lies beneath. Also springen kann ich nicht. Oh, das ist der kleine Punkt, wo ich hin muss. Und den kann ich auch abstellen. Ja, lass mich raten. Hier ist gleich wieder jemand, der ausreißt vor uns. Sehr viel Weisheiten bis jetzt, die ich leider nicht alle mitgelesen habe. Aber es scheint zu stimmen. Ach, hier. Ist aber auch... Ich bin ja nur am Laufen. Ich kann nicht stehen bleiben. Oh, was ist hier? Ein Zug? Wacker? Oder? Es geht nur schnell oder langsam laufen. Okay, wir kommen langsam in Richtung von technischen Dingen. Der Windmühle. Another building. Perhaps there is a friend to be found inside? A companion even,
for the journey which remains ahead. Stranger things have happened. We make so many friends in the course of our many lives. Why not one more in this life? Ja, Freundschaft ist was Gutes. Wenn ich hier reinkomme. Oh, hallo. Another ghost, glimpsed from the corner of our eyes. So near, yet so far, and gone before contact can be made. Just another enigma to be puzzled upon another day. Perhaps there is nothing to be seen here after all. Ja, Jetzt kann ich doch laufen. Tatsächlich. Hier hoch, nein. Muss ich jetzt was finden? Weil es gab ja hier überhaupt nichts zu sehen. Es war ein weiterer Geist, der verschwunden ist. Vor unseren Augen. Na okay, dann mal schauen, ob wir hier richtig sind. Ja, wir kommen ja von unten. Es ist teilweise so, dass man selbst laufen kann. Es ist ja aber auch so, dass man laufen lassen kann. Und noch die Richtung wählt. Genug von der Steuerung jetzt. Ihr wollt ja auch wissen, um was es geht. Also erzähl mir was. Und vor allem, ob irgendwann noch jemand mit mir spricht. Das Reh vielleicht. We fear nature in many ways, yet nature often fears us in return. It saddens us to see the deer bolt away. Surely it knows that we mean no harm. And yet, are we ourselves aware of what we are capable of, should circumstances arise? The death of another can sometimes mean life for us, and vice versa. Perhaps we would do well to follow in the skittish animal's footsteps, and make haste ourselves. The rays of the sun give us life via the generosity of plants. The fresher the air that we breathe, the closer the animal within us feels to heaven. The light of day smiles down upon us with a glow all its own, and pulls us closer to its bosom to suckle the warmth within.
They say that up to 60% of the human body is composed of water. Perhaps this is what draws us so frequently in its direction. To immerse ourselves in it, become one with it, return to our natural selves. We cannot deny what we are, despite our efforts to the contrary. Und ich sehe hier wieder eine Hütte. And there was light. Every tiny flickering flame feels like a beacon unto itself, tearing one's heart in so many directions at once. At least the warmth that they provide is comforting to a soul lost in its own frigid darkness. Ja, ich bin ruhig, deswegen ist ja auch eine Geschichte zum Zuhören. Auch wenn sie nicht immer was erzählt. Ich möchte die Atmosphäre nicht zerstören. Was ist denn hier unten? Das sind noch mehr Häuser. Kommen wir langsam in Richtung Zivilisation oder was? Ja? Hier, ich sehe es. Ich sehe euch. The ocean side can be an ideal place to ponder upon the many lives we could have lived. Perhaps this is what draws some people to dowse electronically for the lost possessions of others. The beach can hold many secrets, some beautiful, some tragic. The power of both is equal to those willing to dip their toes into the sands of the past, just to see what they can find. So many will-o'-the-wisps lighting up the darkness. The promise of an alternate path leads to a fresh glimmer of hope, but little else. Sometimes it is best to have a single unerring goal to which to stubbornly adhere. Too many diversions can lead one astray, one too many times. But then again, it never hurts to try.
Mir scheint, der Leuchtturm da kommt nicht rein. Wir sind auf Felsen, wie soll ich da hoch? Ja. Soll das hier schon ein Ende sein? Ging das so schön vorwärts? Das könnte man doch nicht antun. Da muss doch ein Weg sein. Echt jetzt? Jetzt war es ja noch witzig. Ich glaube nicht, dass ich hier lang muss. Auch nichts. Auch nichts. Oh Mann. Entschuldigung. So, aber was ist denn? Ich habe mich verlaufen. Beziehungsweise nicht verlaufen. Ich bin den ganzen Weg ganz normal gegangen. Jetzt hänge ich wohl auch noch fest. Ich dachte, der Leuchtturm weist mir den Weg. Das ist fies. Zurück. Ich suche einen Weg hier irgendwie vorbei und eventuell hier runter. Das macht doch keinen Spaß mehr, Leute. Komme ich schon zum Leuchten? Dann ist aus. Oh! Ein Riesenfrosch. Ein Riesenfrosch. Jetzt ist er weg. Ich muss hier zurück. Warum ist der Frosch weg? Soll das ein Zeichen sein?
rotes Ohr. Oben was ist. Moment. Ich kam wohl von hier. Verwirrt. Die Ruine kenne ich, die. Nein, oder? Da gehe ich mal rein. Die kenne ich nicht. Was erzählt, dann bin ich richtig. Laut Riesenfrosch. We all live and die in cages of our own design. Some of us possess the keys to our prisons and allow ourselves to roam from time to time. Yet we always come back, as there is comfort in confinement, serenity in security. Ja, den kann ich wahrscheinlich auch nicht befreien, denn ich kam ja auch nicht in den Leuchtturm. So. Lass mal weiter hier nach oben gehen. Mit dem Leuchtturm, da haben sie uns ja ganz schön gerollt. Déjà-vu. Ein Ereignis, was man glaubt schon mal erlebt zu haben, was wieder auftritt oder sowas war, wie das war. Ich verstehe. They say the average adult body is filled with up to 1.5 gallons of blood. How many bodies would it take to make it rain? How much atrocity would it take to fill a swimming pool, an ocean? But enough of such morbid musings. Come rain or red, we must push forward and never forget our destination. There will always be those jealous of our ambitions. Rats running the same maze, seeking the same mouldy piece of cheese. Whether we win the race is up to us, though perhaps fate also plays a part. And there need not always be just one winner, but woe be to him who has the misfortune to discover what happens to those who lose. Na, jetzt wird's erst spannend nach. Oh. Was war das? Ich wollte noch zur Kirche gehen. Zur Kirche. Ah. Alter, ey, jetzt ist natürlich... Das heißt natürlich, ich sehe nicht durch. Ich bin hier einfach rausgeworfen aus dieser Welt in eine verschneite Gegend. Ja, manches ist ja echt zu eng. Oh, jetzt war ich erschrocken. Ich dachte, hier steht ein Bär. For much of our lives, we seek warmth. Yet sometimes the cold is better. Sometimes the dark is preferable to a ray of sunshine. Sometimes our tribulations give us renewed strength, allowing us to push towards our destination with greater vigour than before.
We may choose to see the world in black and white, yet it is anything but. The tiny nuances that colour our existence are often invisible to the naked eye, but if one peers closer, the most alluring of cracks can appear, and through these cracks, the most unexpected of hues. We should never seek to tarnish our world with a single brush. The wild is unforgiving at this altitude. Having come this far, we have but one thing on our minds: to gaze upon the truth with the naked eye. Be it bitter or beautiful, it is something that begs to be known. We will suffer its hardships if we must. Ja, so ist das. Es hat alles seinen Sinn. Muss ich jetzt bestimmt wieder zu so einem Art Wesen, das mich wieder aus der Welt schmeißt, aus der verschneiten Welt. Mal sehen. Wir laufen ja. In the face of the impossible, we must improvise. Even the most insurmountable of tasks might hide a solution, if we are only willing to look upon the world with different eyes. Do we rise to the challenge, or shuffle away with tails between our legs? Alas, the truth beckons, and it would be rude to disappoint it. Ja, ich bin kurz geflogen. Ich bin geflogen. Ja, ich möchte euch nicht langweilen, wenn ich nichts erzähle, dann ist es auch mal schön zu schweigen und das einfach zu genießen. Deswegen
nehme ich euch hier einfach nur mit auf diese Reise durch diese Spielewelt. Okay? Oh, jetzt muss ich doch was sagen. Inevitably, our programming leads us to revelation, however sour. We don't always receive the answers that we expect. Could it be that our journey was for naught, bar the disclosure that our lives are but an artifice, our intelligence artificial at best? Surely existence could not be so cruel. Perhaps it is best that we close our eyes, embrace oblivion, and once again wake up. Das war's? Schließt das Spiel ab. Das war's wirklich schon. Mal kurz umschalten. Also, oder wollt ihr mich jetzt rollen? Das sind ja bloß 43 Minuten bis jetzt. Leute, also echt. Das ist ja wirklich kurz. Wie es aussieht. Na gut. Okay. Kommt nichts mehr. Tatsächlich. Das war das Ganze. Fortsetzen. Nein, da geht bestimmt nichts mit Fortsetzen. Ich guck noch mal. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben einen Riesen gesehen. Wir haben auch einen Riesenfrosch gesehen. Fortsetzen. Wenn das jetzt so gemacht ist, dass du denken sollst, dass Schluss ist. Dann. We may choose to see the world in black and white, yet it is any... Das hatten wir schon. Das war's, Freunde. Das Spiel ist zu Ende. Also das habe ich schon gehört mit den Schuhen. Wir laufen durch die Welt und ja, machen sie, so wie uns gefällt. Ich habe es jetzt auch erstmal, also echt gut. Ja, dann war es eben. Das ist mal ein kurzes Vergnügen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr konntet bis hierher folgen, denn das schaut euch das wirklich bis zum Ende an. Ich erzähle schon noch was bei manchen und bei manchen Dingen aber auch nicht, weil es war eine Reise, eine schöne und ich war gespannt. Und bin jetzt auch etwas leicht entsetzt, dass es schon zu Ende ist. Okay, das war's. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Wanderung vielleicht. Und dann hoffentlich etwas länger. Okay, ich bin weg. Tschüss. Thank you.